Dein Ziel ist es, deinen ersten Ring Muscle-Up zu schaffen? Ich hatte das gleiche Ziel und habe zuerst nicht geglaubt, dass ich ihn als kompletten Anfänger, was das Ringtraining betrifft, schaffen kann. Da ich ihn mir dann aber tatsächlich selbst beigebracht habe und andere Kunden es ebenfalls geschafft haben, weiß ich, dass du es auch schaffen wirst. Wenn du bereits solide Dips an einer Dipstation schaffst und Klimmzüge an einer Stange, dann bist du durchaus bereit, dich an deinen ersten Strict Ring Muscle-Up zu wagen. Auch wenn du noch nicht viel Zug- und Druckkraft besitzt, kannst du bereits an Ringen trainieren. Jedoch empfehle ich dir dann zunächst mit Basispositionen zu arbeiten, wie Ring Support Holds, Ring Rows, Ring Planks und Ring Push-Ups. Um aber ein Ring Muscle-Up zu lernen, müssen wir die Kraft in der Bewegung trainieren, die der Ring Muscle-Up erfordert. Du brauchst also erstens einen starken, also hohen Ring Pull-Up im sogenannten False Grip und zweitens einen tiefen Ring Dip, um dich aus dieser Position hochdrücken zu können. Um dich an den False Grip zu gewöhnen, empfehle ich dir als erstes mit False Grip Ring Rows zu starten. Um den False Grip einfacher einzunehmen, kannst du oben an dem Band den Ring von innen greifen und dann runterziehen. Dann liegt dein Handgelenk automatisch auf dem Ring drauf. Arbeite langsam und kontrolliert. Wenn du den False Grip verlierst, nimmst du ihn einfach wieder ein. Wie gut du deinen False Grip halten kannst, ist auch abhängig von der Art der Ringe. Ich empfehle immer Holzringe zu nutzen und arbeite womöglich zusätzlich mit Kreide für mehr Griffkraft. Wenn du die Ring Rows gut beherrschst, ist es an der Zeit, den False Grip im kompletten Hang zu üben. Visiere hier qualitative Wiederholungen an, arbeite also in einem geringeren Wiederholungsbereich und dafür mit etwas mehr Sätzen. Sollte dir in den letzten Sätzen die Kraft ausgehen, kannst du mit den Füßen assistiert weiterarbeiten. Nutze hier nur so viel Unterstützung wie nötig, um deine eigene Kraft an jedem Punkt zu stärken. Wie zu Beginn schon erwähnt, brauchen wir nicht nur die Zugkraft, sondern auch einen starken Dip. Ein Dip in den Ringen ist schwieriger, da wir nicht mit statischen Elementen, sondern mit flexiblen Elementen arbeiten. Eine Übung, die du an diesem Punkt schon beherrschen solltest, sind Ring Support Holds. Wenn du hier 15 Sekunden etwa stabil halten kannst, kannst du den Ring-Dip anfangen zu üben. Dazu empfehle ich dir zunächst, auch mit den Füßen assistiert zu arbeiten, denn wir wollen die Kraft im vollen Bewegungsradius trainieren und vor allem den untersten Punkt. Wenn du deinen Dip nur im halben Bewegungsradius übst, wirst du nicht die Kraft haben, von dem Zug in den Dip überzugehen. Es ist außerdem hilfreich, zusätzlich mit der Negativbewegung, also negativen Dips zu arbeiten. Auch hier visieren wir die volle Kontrolle an, indem du so langsam wie möglich tief gehst und wenn du kannst, am untersten Punkt kurz hältst. Wenn du deinen ersten False Grip Pull-Up und Ring Dip im vollen Bewegungsradius beherrschst, bist du schon sehr nah an deinem ersten Ring Muscle-Up dran. Wir müssen diese beiden Bewegungen jetzt nur noch verknüpfen und den Übergang üben. Dazu empfehle ich dir, mit der Standing Ring Muscle-Up Version zu starten, um den Bewegungsablauf zu verstehen. Stelle die Ringe etwas oberhalb deiner Hüfthöhe ein. Ein ganz wichtiger Aspekt, den du beachten solltest, ist, die Hände nah an deiner Brust zu halten. Je weiter deine Arme weg vom Körper sind, desto weniger ist es möglich für dich, den Übergang zum vollen Ring Muscle-Up zu schaffen. Das nächste Level ist die kniende Variante. Starte so, dass deine Arme fast oder komplett gestreckt sein können. Zieh dich von hier aus hoch und assistiere nun mit den Füßen nur so viel wie nötig bei dem Übergang. Auch hier halte deine Hände eng am Körper. Die Bewegung ähnelt der Intention, sein T-Shirt zerreißen zu wollen. Und ein ganz typischer Fehler, den viele machen und deshalb den freien Muscle-Up nicht schaffen, ist, den Blick nach unten zu halten. Das führt dazu, dass deine Schultern sich nicht in der optimalen Position befindet, um dich hochzudrücken. Schaue also immer in die Richtung, die du anstrebst. Wenn du die kniende Variante auch gut beherrschst, kannst du wieder ein Stück freier arbeiten und den negativen Muscle-Up absolvieren. Arbeite so langsam wie möglich, vor allem bei dem Übergang. Wenn du merkst, dass die Kraft noch nicht da ist und du eher runterfällst, als durch Kraft runterzukommen, solltest du an dem Punkt, an dem dir die Kraft fehlt, mit den Füßen assistieren. Wenn du nur die Schwerkraft arbeiten lässt, wird das deiner Muskelkraft wenig bringen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass der Weg zu einem Muscle-Up viel Geduld und Einsatzbereitschaft erfordert. Du solltest die Übungen 2-mal pro Woche mindestens integrieren und je nachdem, von welcher Ausgangssituation du startest,
kann es sein, dass du deinen ersten Ring Muscle Up in 2 Wochen schaffst oder in einem Jahr. Aber ich kann dir versprechen, dass ich die Journey nicht bereue, da sich die Kraft auch auf so viele weitere Übungen übertragen lässt und weil es einfach Spaß macht. Und damit du deinen ersten Strict Ring Muscle Up erreichst und von deinem individuellen Level starten kannst, habe ich ein Programm kreiert, welches Teil unserer Trainingspläne in unseren Online-Kursen ist. Du findest hier 4 verschiedene Level mit den dazu abgestimmten Übungen, Wiederholungen, Sätzen, Pausenzeiten und assistierenden Übungen, die deine Grundkraft für deinen ersten Strict Ring Muscle Up aufbauen. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung, dass heute der letzte Tag ist, an dem du dich zum Early Bird Preis bei unserem Online-Kurs anmelden kannst und den Link dazu findest du in der Beschreibung unter diesem Video.